Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem etwas ungewöhnlichen Sailor Moon Quiz, bei dem ihr mitmachen könnt. Ich werde heute nicht nur normale Wissensfragen stellen, sondern auch andere Fragenarten wie Bilderrätsel oder Charade, erkenne das Zitat, erkenne den Song und so weiter. Ihr werdet es dann schon sehen. Ihr braucht einfach nur etwas, um eure Punkte zu notieren. Pro richtiger Antwort gibt es einen Punkt. Okay, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und Erfolg. Also, wir fangen erstmal klassisch an mit den ganz normalen Multiple-Choice-Fragen. Frage 1. Mit wem spricht Luna durch einen Spielautomaten? Ich hätte hier gerne die Antwort auf den 90er-Anime bezogen. A. Queen Serenity, B. Sailor V, C. Artemis oder D. Sailor Pluto? Ich gebe dir kurz Bedenkzeit. Im Zweifel kannst du das Video auch immer pausieren. Okay, bitte entscheide dich jetzt für eine Antwort. Die richtige Lösung ist C. Artemis. Im Manga war es übrigens Sailor V. Kommen wir gleich zu Frage 2. Wie heißen die Monster der 4. Staffel? A. Daimon, B. Lemures, C. Droid oder D. Farge? Bitte jetzt entscheiden. Die richtige Antwort ist B. Lemures. In Staffel 1 sind es Yoma, in Staffel 2 Cardians und Droids, in Staffel 4 Daimons und in Staffel 5 Phages. Frage 3. Was war in der ersten Version des ersten Sailor Moon Crystal Intros falsch? A. Sailor Moon hatte die falsche Brosche. B. Sailor Mercurys Schleifen- und Rockfarbe wurde vertauscht. C. Sailor Jupiters Diadem fehlte. Oder D. Queen Serenity hatte blonde statt silberne Haare. Der Fehler wurde später dann korrigiert. Also, was glaubt ihr, was es war? Die Bedenkzeit ist jetzt um. Richtig ist D. Queen Serenity hatte blonde Haare, die dann in silbern korrigiert wurden. So, bringen wir etwas Abwechslung rein und kommen zum nächsten Fragentyp. 4 Bilder, ein Wort. Ich habe früher schon mal 2 Videos damit gemacht, aber ein paar Ideen hatte ich noch. Ich zeige dir gleich 4 Bilder, die alle etwas mit einem Charakter zu tun haben und du musst herausfinden, welche Figur das ist. Hier kommt das erste Bilderrätsel. Na, wer könnte das sein? So, jetzt kommt die Auflösung. Es ist Nehelenia. Der Dead Moon Circus kommt mit der Sonnenfinsternis. Sie hat im Manga einige Ähnlichkeiten zu Maleficent aus der Dornröschen-Geschichte. Sie hat Angst davor, alt zu werden und sie ist in einen Spiegel eingesperrt. Weiter geht's mit diesen Bildern. Entscheide dich jetzt. Die richtige Antwort ist Berthier. Sie hat im Manga ein Kristallpendel, sie hat Eiskräfte natürlich, sie mag im Anime Make-up wie ihre Schwestern und sie spielt Schach gegen Ami. Ich musste mich zurückhalten, kein Bild von Elsa zu nehmen, sonst wäre es noch offensichtlicher gewesen. Und das dritte Bilderrätsel. Okay, diesmal war es kein Bösewicht, sondern Prinzessin Kakyu. Wir sehen hier ihre Osmanthusblüten, die überall in ihrem Outfit sind. Ein Räucherkännchen, denn sie versteckt sich ja in einem. Die Spielkarten waren vermutlich etwas schwieriger, aber im Manga hat sie eine Attacke namens Starlight's Royal Straight Flush. Und die 3 Sternschnuppen stehen für die Starlights. Als nächstes widmen wir uns ein paar Zitaten. Das erste lautet: Heute habe ich meine Andromeda gefunden, die ich so lange gesucht habe. Und ich würde gerne wissen, wer das gesagt hat. Na, eine Idee? Die richtige Antwort lautet Ale. Gerade in der ersten Folge redet er oft von Andromeda und scheint sich für Mythologie zu interessieren.
Unfassbar. Heute habe ich meine Andromeda gefunden, die ich so lange gesucht habe. Oh, der meint mich? Hier kommt das zweite Zitat. 8 junge Männer und Frauen sitzen um einen Tisch herum und spielen Karten. Das sieht unschuldig aus, fragt sich nur, wie es endet. Ja, klingt ein bisschen sass, oder? Aber wer hat das gesagt? Es war Artemis in der Allein-zu-Haus-Folge. Daraus könnte man gefühlt jeden zweiten Satz zitieren. 8 junge Männer und Frauen sitzen um einen Tisch herum und spielen Karten. Das sieht unschuldig aus, fragt sich nur, wie es endet. Beim dritten Zitat verrate ich euch, dass es Sailor Moon war, die es gesagt hat. Aber ich möchte wissen, zu wem hat sie es gesagt? Auch wenn du dir ab sofort die größte Mühe geben würdest und versuchen solltest, auf einmal nett zu uns zu sein, würden wir kein Erbarmen mit dir haben, weil du so blöd bist. Ich feiere dieses Zitat sehr, aber wer ist denn hier jetzt so blöd? Tja, ganz einfach, sie sagt es zu Kunzeit. Auch wenn du dir ab sofort die größte Mühe geben würdest und versuchen solltest, auf einmal nett zu uns zu sein, würden wir kein Erbarmen mit dir haben, weil du so blöd bist. Nun wird es musikalisch hier, denn ich hätte ein paar Songs, die erkannt werden wollen. Auch dazu habe ich bereits einzelne Videos gemacht. Okay, legen wir direkt los. Ja, das war Song Nummer 1. Ihr kennt vielleicht eher die deutsche Version Wahre Freundschaft, was ich definitiv auch gelten lasse. Der Originaltitel ist Onachi Namida o Wakeate und stammt aus der Folge, in der Ami wegziehen will. Also, wenn du eins von beiden gesagt hast, kriegst du einen Punkt. Weiter geht's. Das war jetzt, denke ich, etwas schwieriger. Und zwar war es Senshi no Omoi. Wer jetzt den Songtitel nicht gewusst hat, aber erkannt hat, dass es ein Sailor Neptune Character Song ist, der bekommt zumindest noch einen halben Punkt. Und der letzte Song. Das war ein Ending aus Sailor Moon Crystal Staffel 3. Wer das wusste, bekommt einen halben Punkt und einen ganzen Punkt gibt es, falls ihr auch den Songtitel gewusst habt. Das war nämlich Otome no Susume. Und noch eine Bonusfrage, bei der ich wissen möchte, was das für ein Sound ist. Ja, das war Sailor Chibi Moons Zuckerherzenattacke. Ein sehr ikonisches Geräusch, das man entweder liebt oder hasst. Hast du es erkannt? Jetzt gibt es wieder ein paar Bilderrätsel, aber diesmal habe ich ganz nah an bestimmte Bildausschnitte herangezoomt und möchte sehen, ob du trotzdem den Charakter erkennst. Hier ist der erste davon. Na, wer ist das? Ich denke, das war noch relativ leicht. Es ist Sailor Saturn. Hier siehst du das ganze Bild. Das nächste Rätsel. Ich gebe dir sogar noch einen Ausschnitt, mit dem es wahrscheinlich klarer wird, falls du es eh nicht schon weißt. Es war Black Lady. So sah das Originalbild aus. Wer es beim ersten Bild schon wusste, bekommt einen Punkt und wenn du es erst beim zweiten gewusst hast, dann gibt es immerhin noch einen halben Punkt. Und hier kommt der dritte Ausschnitt. Ich glaube, das war wieder leichter. Es war Sailor V. Hier seht ihr es nochmal ganz. Und einen letzten machen wir noch. Ich habe das Gefühl, entweder man kommt da sofort drauf oder es ist super verwirrend.
Das war Diana, die Katze. Das Ding ist die Glocke an ihrem Hals. Als nächstes spielen wir ein bisschen Charade. Das bietet sich bei Sailor Moon natürlich an, da die Sailor Senshi alle bestimmte Posen haben oder Angriffsbewegungen. Also, ich zeige dir jetzt verschiedene Posen eines Charakters und du sagst mir, welcher das ist. Ja, das war Sailor Mercury. Hier siehst du nochmal einige der Posen. Ich hoffe, ich habe sie einigermaßen gut nachgemacht. Okay, nächster Charakter. Diese Posen gehörten zu Sailor Neptune. Hast du das gewusst? Kommen wir aber jetzt schon zur letzten Charaderunde. Und hier kommt die Auflösung. Es war Sailor Jupiter. Ich bin echt gespannt, wie einfach oder schwierig das für euch war. Aber kommen wir nun zur Emoji-Kategorie. Ich werde euch gleich mehrere Emoji zeigen, die einen Angriffsspruch darstellen. Ich nehme die Originalsprüche, also denkt auf Englisch. Der erste ist sehr kurz und sollte relativ leicht sein. Es war natürlich Dead Scream, eine Attacke von Sailor Pluto. Ich denke mal, das ist relativ selbsterklärend. Dann machen wir es jetzt etwas länger. Das war Rainbow Moon Heartache, Super Sailor Moons Angriff in Staffel 3. Die nächste Attacke ist etwas weniger bekannt, aber Manga-Leser und Crystal-Schauer könnten sie erkennen. Und zwar war das Venus Wing Chain Sword. Also den Venus-Part habe ich natürlich weggelassen, dann haben wir das Zwinkern für Wink, die Kette für Chain und die Schwerter für Sword. Naja, wie gesagt, ich denke, es ist alles relativ selbsterklärend. Und die letzte Attacke ist ziemlich lang. Das war Silver Moon Crystal Power Kiss, eine Attacke von Eternal Sailor Moon. Hast du das erkannt? Da es die Farbe Silber nicht gab, habe ich einfach einen grauen Mond genommen, also ich denke, das zählt dann auch schon als Silver Moon. Machen wir doch jetzt nochmal ein paar Multiple-Choice-Fragen, denn die sind ja auch ganz schön, oder? Also, wer ist der Hauptbösewicht im Super-Smoothie, also dem Film zur Staffel 4? A. Poupelin, B. Nihilenia, C. Kaguya oder D. Badian? Richtig wäre D. Königin Badian. Poupelin war eine ihrer Untergebenen und Kaguya stammt aus dem S-Movie. Okay, weiter geht's. Was ist Reis Vater von Beruf? A. Politiker, B. Schauspieler, C. Schriftsteller oder D. Arzt? Ich löse auf, es ist A. Politiker. In der Live-Action-Serie PGSM kommt er sogar vor, aber auch im Manga wird sein Beruf erwähnt, da er deswegen sehr beschäftigt ist, wohnt Rei bei ihrem Großvater. Die nächste Frage. Gegen welche oder welchen von Galaxias Untergebenen kämpfen die Senshi im Manga als letztes? A. Sailor Lethe und Nemosyne, B. Sailor Heavy Metal Papillon, C. Sailor Phi und Kai oder D. Sailor Tinyanko? Das sind C. Sailor Phi und Kai, alle anderen kommen vorher.
Und eine letzte Kategorie gibt es noch, aber da machen wir nur eine Frage bzw. Aufgabe. Zähle so viele Mitglieder des Black Moon Clans auf wie möglich und merke dir die Anzahl der Gewussten. Ihr könnt dafür natürlich stoppen, wie schon gesagt. Und los! So, wie viele Charaktere konntest du aufzählen? Hier sind alle Antworten, die gelten. Ab 6 gewussten Mitgliedern gibt es einen Punkt, ab 8 gibt es 2 Punkte und ab 10 gibt es 3 Punkte. So, das waren alle Fragen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viele Punkte ihr hattet und ob es euch gefallen hat. Welche Kategorie fandet ihr am besten? Danke fürs Mitspielen, ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.